Was da gelaufen ist, das wurde nicht behandelt, das war nicht Thema. Und jetzt kam das i-Tüpfelchen, jetzt soll auch das, was die Stasi gemacht hat, das soll jetzt auch noch verschwinden in der Versenkung. Das geht gar nicht. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, das geht also gar nicht. Und dann haben wir gesagt, also was machen wir? Wir machen wieder mal eine subversive Aktion, besetzen das Archiv. Und das war dann im September 1990. Das ist dann vielleicht 25 Leute dann in die Stasi-Zentrale, wo inzwischen die Komitees waren. Das war bewacht von der Volkspolizei. Das waren auch noch die alten Kollegen aus dem Osten. Und auch wenn da jetzt ein anderes Schild inzwischen dran war. Und dann arbeitete am Bürgerkomitee und da haben uns dann Freunde haben uns da reingeschleust und dann sind wir dann, haben uns die Tür aufgehalten, dann sind wir an diese Räume rein, bevor da das Sicherheitspersonal das verhindern konnte. Dann waren wir da drin, haben aber das Archiv nicht gefunden. Dann haben wir durch die Gänge gegangen, wie kommen wir denn jetzt zu dem Archiv, wir wollten ja das Archiv besetzen. Und dann haben sich dann in einem Zimmer verbarrikadiert und andere wie ich, wir sind dann festgenommen worden und nicht verhaftet, sondern die haben uns mitgenommen, aus dem Haus rausgeschafft und wollten uns des Geländes verweisen. Und da gehörte auch Bärbel Bohley dazu und da gab es einen riesigen Tumult und Aufregung und Verhandlungen und Bärbel durfte dann wieder rein zu den anderen in das verbarrikadierte Zimmer, aber inzwischen war den da oben, die dann aus dem Fenster guckten aus dem Zimmer und auch uns Lage wurden so richtig durchgeplant haben wir die ganze Aktion nicht. Selbst wenn wir ins Archiv gekommen wären, das hat ja keine Sau mitbekommen. Also irgendwie in diesem hermetisch abgeriegelten Gelände sitzen irgendwelche Leute im Archiv und dann, also durch Zuruf, haben wir uns dann verständigt und gesagt, ja, Tom, du musst losgehen. Ihr müsst das bekannt machen, dass wir hier im Archiv sitzen. Und dann bin ich dann also in die Umweltbibliothek gegangen mit den anderen zusammen und dann haben wir das also angeschoben, eine erste Pressemitteilung rausgegeben, die Kontakte angerufen. Roland Jagenlieder, die sitzen im Archiv, haben das besetzt und das wurde dann wieder über die Kanäle gestreut und dann ging sozusagen die erste Berichterstattung los, aber also so richtig Wirkung hat das auch noch nicht gezeigt und dann, ja, wir müssen was machen. Was machen wir? Eine Mahnwache. Da waren wir ja schon geübt. Dann haben wir ein paar Leute zusammengetrommelt, dann haben wir uns mit so einer Armeeplane als erstes, war ein mieser Tag, also regnerisch, kalt, haben wir uns dann in der Ruschestraße vor dem Eingang, da mit dem Blechtor, haben uns da aufgebaut und haben dann ein Transparent, da waren wir auch geübt, Bettlaken zu bemalen mit Farbe und haben uns da aufgebaut und gesagt, wir machen jetzt hier eine Mahnwache und wir fordern den Zugang zu den Akten und daraus entwickelte sich dann in den folgenden Tagen dann ein richtiges Lager. Irgendwann gab es so ein Armeezelt und dann kamen Schlafsäcke und Tische und dass man da auch bei Regen ausharren konnte. Jeden Tag eine Demonstration, 17 Uhr, damit die Leute, die noch arbeiten gegangen sind, da auch hinkommen konnten. So, also, das war sozusagen mein erster Kommunikationsjob. Da habe ich viel gelernt in diesen Tagen. Und das dann doch auch wiederum eine Ausstrahlung hatte und letztendlich, denke ich, zusammen mit anderen, es gab den
Solidaritätsaktionen auch in anderen Städten. Der Streit in der Volkskammer und der Regierung ging auch weiter und letztendlich kam es dann also zu einem Zusatzschreiben zum Einigungsvertrag und irgendwann ist dann die Stasi-Unterlagenbehörde eingerichtet worden und dann gab es den Zugang zu den Akten ab Januar 1992. Am Anfang habe ich mich also darum gekümmert, dass die Staatsakten gesichert werden und geöffnet werden. Als das dann alles so einigermaßen lief, war denn die Frage, ja, wie wird denn jetzt der Blick auf die Geschichte sein? Und dann kommen die Journalisten und die Forscher und dann gucken die rein, was die Stasi-Offiziere und die SED-Bonzen aufgeschrieben haben und sagen, so, das war deren Sicht auf die DDR. Das kann es nicht sein. Da kommt auf jeden Fall das falsche Bild raus. Also müssen wir auch den Blick derjenigen bewusst machen, die sich gegen das System gestellt haben. Und deshalb haben wir in der Umweltbibliothek ein Archiv aufgebaut. An anderen Orten haben das auch, in der Hafermann-Gesellschaft, aber auch in Jena und Großhennersdorf, Halle. Deshalb, wir müssen die Stimme der Systemkritiker zusammentragen und sichern und publik machen. Und deshalb wurde parallel zur Öffnung der Stasi-Akten dann in Berlin das Matthias Damasch-Archiv eröffnet am 7.